das Bild direkt mit unserer Webseite einmal. Denn dort müssen wir euch vorab, bevor wir jetzt in die nächsten Punkte eingehen, möchten wir euch ein bisschen was zeigen. Grundsätzlich möchte ich hier noch einmal auf die Expert-Mail hinweisen. Alles das an Änderungen, auch das, was wir vorhin kurz angesprochen haben mit der Dummy-Schraube und sowas, das ist was man über diese Expert-Mail bekommen kann, diese Informationen. Auch Sachen, sage ich mal, Neuerungen in den Online-Tutorials, die man dazu, wird man halt darüber informiert. Es geht relativ einfach, sich anzumelden, einfach hier über unseren Hauptscreen in diesen Expert-Mail-Bereich. Dort kann man draufklicken auf Expert-Mail abonnieren. Da gibt man seine E-Mail-Adresse ein, stimmt den Erhalt dieses Newsletters zu, bekommt dann nochmal eine Mail, die man bestätigen muss von uns und ist ab dann Abonnent der Expert-Mail. Also wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert die Expert-Mail. Da könnt ihr, dann seid ihr quasi immer up to date, was alle unsere Produkte, Arbeitstechnik etc. angeht. Jetzt sind wir ja schon so weit, dass wir die Grundeinstellungen und sowas auf der Werkbank im Großen und Ganzen vorgenommen haben. Da haben wir unter anderem auch ausprobiert oder getestet, passt die Orthese überhaupt in den Schuh, passt die Schuhlänge und sowas überein. Sowas macht man natürlich alles auf der Werkbank. Stimmt der Spitzenhub überein mit dem Schuh und auch die Absatzhöhe ist das die korrekte. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem Bereich der Übergabe der Orthese schon mal. Da gibt es hier auch ein Tutorial, das ist Ergebnisse, Analyse inklusive Dokumentation, was man sich da anschauen kann. Wir sind jetzt, haben diesen Schritt hier abgeschlossen und würden jetzt gleich beginnen der Kontrolle des Aufbaus statisch am Patienten. Und dann gucken wir uns im letzten Teil dieser ganzen Online-Seminare die ganze Geschichte auch nochmal in der Dynamik an. Dazu gibt es hier so ein kleines Protokoll, was wir entwickelt haben. Ja, jetzt mag der ein oder andere denken, das ist aber wieder viel, was man ausfüllen muss. Im Grunde genommen werdet ihr sehen, ist das eigentlich nur das, was man sowieso im Kopf hat und aber irgendwie am Ende einer Orthesenübergabe nie so richtig verschriftlicht, was für einen Kunden oder für einen Kollegen, der den Patienten vielleicht mal übernehmen muss, aus welchen Gründen auch immer eine Schwierigkeit ist nachzuvollziehen, warum eine Orthese so gebaut wurde, wie sie da letztendlich gebaut wurde. Da seht ihr hier ganz oben, werden einmal Orthesendaten ausgefüllt. Ihr könnt hier den Firmennamen, Orthopädietechniker und sowas eintragen. Also das sind so Grunddokumentationssachen. Dann seht ihr hier Kontrolle des Aufbaus auf der Werkbank. Und wir befinden uns jetzt in dem Bereich Kontrolle des Aufbaus Orthese am Patienten statisch. Da sind auch so ein paar Dinge, die dann ausgefüllt werden müssen, wo Sebastian jetzt aber gleich mit Sicherheit nochmal detailliert darauf eingehen wird. Ihr seht hier, was für Möglichkeiten es gibt, wie der Patient dann letztendlich steht mit der Orthese. Dann sind hier noch so ein paar Dinge, die geprüft werden müssen, zum Beispiel wird der Dorsalanschlag erreicht, etc. pp. Das wollen wir aber nicht alles theoretisch durchgehen, sondern wir wollen diesen statischen Aufbau am Patienten euch einfach mal live und in Farbe zeigen. Dazu werdet ihr mich jetzt nicht mehr hören, denn ich klemme mich ab und spiele unseren Patienten und der Sebastian übernimmt das Ganze dann in Erklärung, in Wort und Bild. Ja, ihr seht jetzt unsere wunderbare grüne Wand, die wir uns ausgesucht haben, um den Henrik da kontrastreich vorzustellen. Da ist er. Da ist er. Mit der Orthese, die wir eben auf der Werkbank schon mal eingestellt haben. Das Lot hier lassen wir erst einmal ganz kurz beiseite und ich möchte euch noch einmal abholen, jetzt könnt ihr mich auch sehen, möchte euch noch einmal abholen, mit welchen Gedanken wir sozusagen in die statische Anprobe gehen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir bei der Gipsabnahme haben wir den Henrik auf ein H-Cast gestellt, auf eine Absatzhöhe, die wir vorher idealerweise mit der Absatzhöhe des Schuhs abgeglichen haben. Und dementsprechend stimmt der Grundaufbau der Orthese jetzt auch so mit dem überein, was wir beim Gipsen vorgenommen haben. Weil wir entsprechend den ersten Schritt, die statische Kontrolle auf der Werkbank, bereits durchgeführt haben. Wir hatten ganz am Anfang einmal gesagt, dass dieser Bereich
der Abgabe der Orthese ein relativ junger Bereich ist in dieser 360-Grad-Orthetik. Das ist so, weil wir irgendwie erkannt haben, es macht Sinn, nicht nur die Planung einer solchen Versorgung zu strukturieren und die Herstellung einer Orthese zu strukturieren, sondern natürlich auch die Abgabe. Das macht sonst üblicherweise jeder Techniker so nach seiner eigenen Checkliste in seinem Kopf. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das kann man so machen, um aber letzten Endes besonders effizient sich selber und auch das Tun seiner Kollegen, seiner Auszubildenden und so weiter weiterzuentwickeln, macht es absolut Sinn, eine Sprache zu sprechen und sich auf da bestimmte Dinge zu einigen, die man in einer bestimmten Reihenfolge abarbeitet und prüft. Und die ganz grobe Einteilung dazu ist eben halt die statische Kontrolle auf der Werkbank durchzuführen, statisch am Patienten und dynamisch am Patienten. Und dahinter verbergen sich jede Menge kleine Schritte, die wir jetzt nochmal im Einzelnen besprechen wollen. Also, wie gesagt, ihr erinnert euch, dass wir den Henrik so hingestellt haben, und zwar mit der Idee, für ihn die ihm zur Verfügung stehende Unterstützungsfläche von dem höchsten Punkt der Abrolllinie bis zur Fersenkante komplett zur Verfügung zu stellen, unter der Annahme, dass er mittels seiner eigenen Muskulatur nicht in der Lage ist, für ein stabiles Gleichgewicht von vorne nach hinten zu sorgen. Dementsprechend wollen wir ihm nicht nur eine Stelze zur Verfügung stellen, sondern er soll den gesamten Bereich der Unterstützungsfläche für sich nutzen können. Und um jetzt einen idealen Grundaufbau vorzuhalten, habe ich auch hier noch einmal die Markierung am Schuh angebracht, die wir bei der Gipsabnahme an seinem Fuß angebracht haben. Das heißt, diesen Bereich von Fersenkante bis zum höchsten Punkt der Abrolllinie habe ich einmal durch 3 geteilt, mit 2 Drittel hinten und 1 Drittel vorne. Das ist die vordere Markierung. Und einmal habe ich diesen Bereich durch 2 geteilt. Das ist die hintere Markierung. Und wir erinnern uns, dass das AP-Maß hier auf der Kniehöhe sollte von dem Lot, wenn wir das von hier unten nach oben loten, sollten wir die Mitte des Knies kreuzen, die Mitte der Hüfte und sein Körperzentrum. Ja, das ist so gerade noch mit drauf auf dem Bild. Das ist gut, das soll uns ausreichen. Und um das Ganze einmal zu überprüfen, projizieren wir einmal eine Lotlinie auf den Henrik. Genau, dazu mache ich nochmal das Licht aus. Dann könnt ihr die besser sehen. So. Ich denke, das sieht jetzt schon mal besser aus. Und wir sehen, dass die Theorie, die wir sozusagen im Gipsraum angenommen haben, direkt auf Anhieb am Patienten auch zu sehen ist. Das ist kein Zufall, sondern das ist einfach das Resultat eines gut vorbereiteten Gipsabdruckes, einer tatsächlich durchgeführten statischen Überprüfung des Aufbaus auf der Werkbank. Und dann sehen wir eben halt auch in der statischen Anprobe hier am Patienten, dass wir entsprechend diese Stellung getroffen haben, die wir auch treffen wollten. Das ist natürlich nur die halbe Miete sozusagen, wenn wir das erreichen können. Wir haben eben in dieser Grafik schon gesehen, welche Möglichkeiten es noch gibt zu stehen. Ich hatte schon ganz am Anfang einmal in Aussicht gestellt, dass wir sozusagen, ja, ich sehe gerade, du drückst etwas nach vorne, ne? Du nimmst etwas mehr Flexion ein. Der Henrik versucht also sozusagen alternative Möglichkeiten des Stehens einmal darzustellen, indem er die vordere Feder komprimiert. Wir haben also schon mal angesprochen, dass wir sozusagen die Stehfähigkeit noch mal ein bisschen genauer erklären wollen. Was bedeutet das eigentlich? Wer ist denn stehfähig und wer nicht? Wenn
der Henrik jetzt hier einfach auf 2 Beinen steht, unabhängig davon, ob die Beine flektiert sind oder gerade sind oder überstreckt oder wie auch immer, dann steht er erstmal. Wenn, genau, auch so steht er steht zwar unphysiologisch, aber er steht. Wann würde man denn davon sprechen, dass er auf gar keinen Fall mehr steht? Nämlich dann, wenn er sich anlehnen muss. Wenn er sozusagen, kommst du irgendwo hin, wo du dich anlehnen kannst? Nee, gerade nicht, ne? Ja, doch, genau, das klappt. Wenn ich ihn da an die Wand, wenn er sich da an die Wand lehnt zum Beispiel und ich dann das Lot von seinem Körperzentrum aus nach unten lote, dann sieht man ganz deutlich, dass das Lot vor die Unterstützungsfläche fällt. Das Lot fällt also vor die Unterstützungsfläche und nach unserem Verständnis steht Henrik jetzt nicht mehr länger, sondern ja, im Grunde genommen haben wir ihn in diesem Moment zu einem Vierbeiner gemacht, wenn man so möchte, weil er die aus physiologischer Sicht ihm zur Verfügung stehenden Unterstützungsfläche, die seiner Fußlänge entspricht, jetzt nicht mehr nutzt, sondern seine Unterstützungsfläche im Prinzip ja, um einen ganzen Meter vergrößert hat, indem man sich dort an die Wand lehnt. Ja? Heißt, das ist kein Stehen, das wäre also keine Stehfähigkeit, die wir gelten lassen. Das sieht man zum Beispiel bei Patienten, wo es nicht gelungen ist, über die Orthese mechanisch den Vorfußhebel zu aktivieren und die Muskulatur entsprechend auch nicht in der Lage ist, für ein stabiles Gleichgewicht im Stehen zu sorgen. Dann ist ein Hilfsmittel von außen notwendig, um ein Umfallen zu verhindern letztendlich. Und das ist also ein Ergebnis, was wir auf gar keinen Fall tolerieren wollen. Wir wollen dem Patienten auf jeden Fall die Möglichkeit geben, im physiologischen Sinne zu stehen. Du kannst dich wieder richtig hinstellen sozusagen. Das heißt, wir überprüfen immer, ob es gelingt, eine Verbindung zwischen Körperzentrum und der Unterstützungsfläche herzustellen. Dann wäre der Patient stehfähig und im Rahmen der Möglichkeiten des Patienten versuchen wir natürlich, die Gelenkwinkel anzupassen. Das heißt, wenn der Patient eine Kniekontraktur hat, also ein Streckdefizit auf der Knieebene, dann erkennt man das daran, dass die Knieebene entsprechend weit von dieser Lotlinie abweicht und trotzdem die Verbindung zwischen dem am Fuß markierten Punkt und dem Körperzentrum vorhanden ist und auch die Hüfte wird annähernd gekreuzt über diese Linie. Wenn Henrik jetzt zum Beispiel ein Streckdefizit in der Hüfte hätte, würde das anders aussehen. Genau, würde das Knie sogar vielleicht noch ein bisschen gerader sein. Das heißt, er hätte 2 Möglichkeiten, entweder das Ganze in einer Kniebeugung zu kompensieren oder mit einer Oberkörpervorneigung. Artet richtig in Sport aus hier für den Henrik heute Morgen. Und genau das ist eigentlich das richtige Stichwort. Das heißt, jede Art von Kompensation, die der Patient gezwungen ist einzunehmen, kostet richtig Kraft. Und wenn etwas richtig Kraft kostet, wenn es anstrengend ist, so zu stehen, dann lässt man das am besten nach. Dann bleibt man lieber auf dem Sofa sitzen und entspannt sich ein bisschen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen mit den Hilfsmitteln, die wir für unsere Patienten erstellen, wollen wir gerne Stehfähigkeit und Gehfähigkeit erhalten und verbessern im physiologischen Sinne, um einen physiologischen Bewegungsradius, Aktivitätsradius für unsere Patienten zu erzielen. Und ich sage immer, es ist natürlich nur dann möglich, ein sinnvolles Hilfsmittel zu planen, zu bauen und funktionell zu überprüfen, wenn man weiß, wie das Ganze überhaupt im physiologischen Sinne bestenfalls funktioniert, um zu erkennen, wo fehlt es dem Patienten, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Möglichkeiten des Patienten, was Stehfähigkeit und Gehfähigkeit und damit letzten Endes den Aktivitätsgrad und seine Lebensqualität damit sinnvoll und positiv zu beeinflussen. So, jetzt haben wir bis auf den Grundaufbau an der Orthese noch gar nichts verändert.
Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass die Federeinheiten, die hier eingebaut sind, soweit korrekt sind, dass man eine sinnvolle statische Anprobe durchführen kann. Da will ich einmal darauf eingehen, auf die Federeinheiten, denn das, was wir bis jetzt mit dem statischen Aufbau und dieser Einteilung der Hebelverhältnisse gemacht haben, ist im Prinzip ja nur die Hebelverhältnisse richtig vorbereitet haben. Das heißt, wir haben einen Rückfußhebel definiert, wir haben einen Vorfußhebel definiert, um den herum Henrik sich stabilisieren kann. Wenn er das mittels seiner Muskulatur kann, was Henrik natürlich kann, ist es nicht so problematisch. Wenn der Patient das allerdings nicht kann, ist er auf die Kräfte und auf die daraus resultierenden Stabilität der Federeinheiten angewiesen. Und deshalb ist es kein Zufall, dass wir entsprechend leistungsfähige Federeinheiten vorhalten in unterschiedlichen Stärken. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es ist jetzt ja relativ dunkel hier, damit man das Lot erkennen kann. Können wir nachher noch mal drauf eingehen, können wir nachher noch mal drauf filmen. Wir haben für die Neuroswing-Gelenke entsprechend 5 verschiedene Federeinheiten, die in ihrer Stärke den Bedürfnissen des Patienten angepasst werden können. Das heißt, wir können dem Patienten so viel Bewegungsfreiheit und Aktivität geben wie möglich, aber eben auch so viel Unterstützung wie nötig. Das heißt, wenn wir sehen, dass der Patient sich, wie eben dargestellt, abstützen muss, ist entweder der Dorsalanschlag hier vorne, um den Vorfußhebel mechanisch zu aktivieren, nicht vorhanden, oder man hat sich mit der Federeinheit vertan. Das heißt, die Federeinheit ist vorne vielleicht viel zu schwach, viel zu insuffizient, um den Vorfußhebel sinnvoll zu aktivieren und ein entsprechend rückhebelndes Moment für die Knieebene zu erzeugen. Damit dieses rückhebelnde Moment, welches wir aus dem Vorfußhebel und der dazugehörigen Federkraft erzeugen, auch für den Patienten nutzbar und erträglich wird, ist es wichtig, dass die Orthese hoch genug ist, dass sie lang genug ist. Wir haben bei der Gipsabnahme und bei der Modelltechnik und bei der Armierung die ganze Zeit darauf geachtet, dass die Orthese wirklich bis oben hin gebaut wird, um die Tuberositas tibiae mit einzubauen, weil wir idealerweise, um das rückhebelnde Moment zu nutzen, ein knöchernes Widerlager suchen. Ein knöchernes Widerlager mit der Ausnutzung der maximalen Hebellänge macht es dem Patienten möglich, direkt den Einfluss der Federeinheiten und der gesamten Orthese für sich zu spüren und zu nutzen. Und das hängt also auch signifikant von der Konstruktion der gesamten Orthese ab. Das heißt, nicht nur das richtige Gelenk mit den entsprechend leistungsstarken Federeinheiten ist notwendig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es ist notwendig, den richtigen statischen Aufbau zu wählen, die Orthese lang genug zu bauen und, da haben wir bei der Armierung und beim Aufbau der Profilierung drüber gesprochen, ausreichend Verwindungssteifigkeit darzustellen. Die Orthese muss steif genug sein, um dieses rückhebelnde Moment auch entsprechend für den Patienten nutzbar zu machen. Jetzt könnten wir hier noch einmal, drückst du gerade aktiv in die Flexion oder machst du irgendetwas? Nee, ne? Das heißt, wir könnten den Aufbau noch mal ein kleines bisschen optimieren. Ich glaube nämlich, du stehst ein bisschen in Anspannung hier die ganze Zeit, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, Henrik muss die ganze Zeit ein bisschen aktiv gegen die Federeinheiten arbeiten, die wir hier haben. So stehst du sicherlich entspannter. Ne? Idealerweise zieht man die Orthese für jede Einstellungsänderung einmal aus. Vielleicht wollen wir das einmal machen. Henrik, kannst du die Orthese einmal ausziehen, bitte? Ich würde nämlich gerne einmal zeigen, wie man so eine Federeinheit tauschen kann.
und wie so eine Federeinheit im Einzelnen funktioniert. Machst du einmal das Licht wieder an, bitte, Henrik? Heißt, wenn wir jetzt annehmen, die vordere Federeinheit wäre nicht stark genug, um Henrik ausreichend zu unterstützen, dann entscheiden wir uns noch einmal um, nehmen noch einmal eine andere Federeinheit. So, wir sehen, ich habe die Schraubeinheit rausgedreht, kann die Schraubeinheit abnehmen und erkennen, das ist eine weiße Feder hier vorne. Das wundert mich nicht, dass die Feder möglicherweise zu schwach ist für einen großen, großgewachsenen jungen Mann wie den Henrik. Ist die weiße Feder möglicherweise nicht stark genug, um ihm ausreichend Unterstützung zu liefern. Ich habe hier jetzt alle 5 verschiedenen Federeinheiten, die es gibt, auch wieder die weiße, die grüne, die gelbe und die rote und die blaue. Die blaue ist die schwächste Federeinheit, die dabei zu nennen wäre, die grüne, die etwas stärkere, die weiße, die mittlere und die gelbe wäre dann die nächststärkere und die extra starke wäre die rote. Das heißt, wenn wir jetzt denken, die weiße ist für den Henrik wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, dann nehmen wir für die weiteren Schritte die gelbe Federeinheit, stecken die in die Schraubeinheit hier oben ein und drehen sie entsprechend vorne wieder in die Orthese. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dem Patienten vorher, bevor man irgendetwas macht, bevor man ihn laufen lässt, natürlich nach der Überprüfung der allgemeinen Passform, dass der Patient keine Schmerzen erfährt oder so etwas, ganz genau erklärt, was die Orthese mit ihm machen wird und dann erstmal hinstellt und ganz in Ruhe alle Sachen überprüft, die man im Stehen überprüfen kann, bevor man den Patienten irgendeinen Schritt machen lässt. So, das wäre gut, wenn wir jetzt die Orthese noch einmal anziehen können und einen weiteren Test, einen letzten Test im Prinzip in der Statik machen können. Henrik läuft einmal kurz im Kreis und steigt wieder in die Orthese. Achso, willst du schon Licht ausmachen? Ja, ne? Ja, kann ich auch gleich machen. Genau. Merkt schon, im Prinzip fehlt uns ein Mann, der die Kamera fehlt. Bei uns, wir machen das alles selber. Wir müssen halt mit den Leuten arbeiten, die uns hier im Moment zur Verfügung stehen im Haus. Prima. Nachdem wir also den statischen Aufbau für den Henrik optimiert haben und nochmal die Auswahl der Federeinheit optimiert haben, können wir uns das Ganze nochmal von der Seite anschauen. Und das sieht soweit gut aus. Das gefällt mir schon ganz gut. Du kannst immer noch die vordere Feder komprimieren, sehe ich. Ne? Das soll auch ruhig so sein. Das heißt, wir wollen, das sehen wir gleich nochmal im nächsten Schritt, diese Dynamik in der Dorsalextension durchaus zulassen. Weil sie eben halt für eine physiologische Schrittabwicklung notwendig ist. Aber vielleicht können wir dich nochmal von vorne sehen, Henrik. Denn was man neben der seitlichen Betrachtung auch nochmal wunderbar überprüfen kann, ist der Patient in der Lage, das Körpergewicht vom rechten auf das linke Bein zu verlagern. Wenn nämlich nicht, wenn also die Orthese dem Patienten nicht ausreichend Sicherheit vermittelt, dann wird das nicht möglich sein.
Der Patient muss nicht unbedingt die Füße anheben, aber es sollte möglich sein, dass er Gewicht von der einen auf die andere Seite verlagert. Ruhig auch im Bedarfsfall unter Zuhilfenahme von Unterarmgestützen, aber bitte bedenkt dabei, dass die Lotlinie vom Körperzentrum trotzdem durch die Unterstützungsfläche und im Idealfall durch die vorher in dieser Art und Weise markierten kleinen Stelle in der Unterstützungsfläche fallen sollte. Dann haben wir ideale Voraussetzungen, nicht nur den Patienten optimal im Stehen zu stabilisieren, ein kraftsparendes und physiologisches Stehen zu ermöglichen, sondern auch die besten Voraussetzungen geschaffen für die dynamische Anprobe, für ein dynamisches und möglichst physiologisches Laufen. Henrik, was denkst du? Fühlst du dich mehr unterstützt durch die gelbe Feder jetzt schon? Super. Das Besondere an diesen Federeinheiten, warum Henrik sofort und direkt die Unterstützung spürt, ist, dazu mache ich nochmal eben Licht an, ist nämlich, dass die Federeinheiten, ich hoffe, man kann das hier ein bisschen sehen, dass die Federeinheiten, in diesem Falle sind es Tellerfedern, schon vorkomprimiert montiert sind und entsprechend dann das rückhebelnde Moment, ja, wie nennt man das dann eigentlich? Also, dass die Federkraft direkt von Anfang an zur Verfügung steht. Die Federn sind so stark, ich kann die so in der Hand auf gar keinen Fall komprimieren, aber diese Tellerfedern sind also vorkomprimiert montiert als Federeinheit und bieten dem Patienten in dem Zusammenhang von Anfang an eine optimale Unterstützung und geben ihm direkt ein Feedback und damit Sicherheit. Damit ihr das auch nochmal seht, genau das ist eben das, und jetzt hört man mich auch wieder, genau das ist das, was man hier im Grunde genommen Schritt für Schritt durchgeht. Ganz am Anfang hier noch ein Punkt, ist laut Konfiguration ein Dorsalanschlag empfohlen oder nicht? Das ist auch noch eine interessante Sache. Selbstverständlich kann es mal passieren, dass gar kein Dorsalanschlag empfohlen ist, weil die Muskulatur, die das sonst bei uns in der Physiologie regelt, voll funktionsfähig ist. In diesem Fall die plantarflektierende Muskulatur. Und diese Schritte, die wir gerade theoretisch besprochen haben, um diese zu überprüfen, können wir hier halt das Protokoll ausfüllen, so lange, bis wir hier unten angekommen sind. Auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die funktionsfähige Muskulatur nicht eingeschränkt. Heißt, drückt da keine Kante irgendwo rein in irgendeiner Art und Weise. Die Verschlüsse fixieren die Orthese nur am Bein. Die sollten auch keine tragende Rolle spielen. Auch das kann man letztendlich alles hier nochmal eintragen. Genau, es gibt, möchte ich einmal dazu fügen noch, es gibt immer unterschiedliche Gründe dafür, dass ein Patient möglicherweise die Orthese nicht voll belasten kann. Das kann einmal sein, dass die Orthese dem Patienten nicht ausreichend Sicherheit vermittelt oder sie verursacht ihm Schmerzen. Das wäre natürlich, kann ein Grund sein, wenn die Art und Weise der Verschlüsse oder der Passformbeschaffenheit nicht optimal sind, dann kann so eine Orthese auch Schmerzen verursachen und eine entsprechende Belastung verhindern durch den Patienten. Okay, wir wären dann hier angekommen beim dritten Punkt dieses Protokolls, dass wir das Ganze dynamisch am Patienten ausprobieren und das Ganze uns anschauen. Das Ganze bedarf aber noch wieder ein bisschen mehr Zeit, noch einer kleinen Vorbereitung, weswegen wir hier auch nochmal in eine kleine Pause wechseln. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder nach dem oder zum letzten Block unserer dreitägigen Livestream-Seminare und beenden das Ganze gemeinsam. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.